Hallo Mercedes-Freunde und Schaulustige. Ich stehe vor dem Mercedes der Baureihe 124 300 TD aus dem Jahr 1992. Ich habe den Wagen als Projektfahrzeug gekauft. Hat eine wunderschöne Ausstattung. Farbe Blau, Schwarz, Metallic. Karo-Sitzer in Schwarz. 4 elektrische Fensterheber. Die Mittelarmlehne, Automatikgetriebe, Standheizung, Klimaanlage, Fahrer- und Beifahrer-Airbag, elektrisches Schiebedach, eine abnehmbare Anhängerkupplung, die leider seit mehreren Jahren fest ist. Der Wagen steht auf 15 Zoll Alufelgen. Jetzt komme ich zu dem Besten, und zwar zu dem Motor. Das ist der OM 603 Diesel, rein 6-Zylinder Sauger. So hört er sich an. Der Wagen ist wirklich eine solide Basis für eine Restauration, hat nur wenige Roststellen, zum Beispiel hier der Seitenscheibe, das ist die rechte Seite, die linke Seite ist ein bisschen weniger, muss aber auch gemacht werden. Dann haben wir hier noch eine Stelle an der Heckscheibe in dem Bereich der Dichtung. Außerdem gibt es noch Rost am Radlauf hinten links. Und gleich in der Nachbarschaft haben wir hier eine kaputte Antenne, die undicht ist. Und vorne eine Windschutzscheibe. So hier. Und da oben fängt es auch schon langsam an. Die andere Seite ist auch betroffen. Das ist aber ganz wenig. Ja, trotzdem muss man die Windschutzscheibe rausnehmen und das alles sauber machen. Die Wagenheberaufnahme vorne rechts sieht gut aus. Die Schilderverkleidung ist leider beschädigt. Die wird ausgetauscht. Hinten rechts sieht es auch nicht schlecht aus. Da haben wir ein bisschen Rost, aber das kann man wegbürsten. So, jetzt sind wir hinten links. Ja, die wurde schon mal gemacht. Ja, sieht gar nicht so schlecht aus. Und zum Schluss vorne links. Wie man sieht, wurde die auch schon geschweißt. Na, ist aber okay. So, jetzt sind wir vorne an dem linken Kotflügel. Der sieht ganz gut aus. Der wurde aber auch schon gemacht. Leider ist der nicht original. Da sieht man hier an dem Spalt. Der ist viel zu klein. Und andere Seite, da wurde auch schon gemacht, ist auch nicht original. Hier ist der Spalt viel zu groß. Man sieht es auch hier. Da passt die das Sakkobrett passt hier auch nicht richtig. Ja, das ist nicht original. Das gefällt mir nicht. Ich tendiere dazu, beide gegen Originale auszutauschen. War auch schon jemand in der Vergangenheit aktiv. Da sehen wir zum Beispiel den Abstand zwischen dem Kotflügel und dem Reifen. Ja, das sind hier fast 9 cm. Das erinnert mich an etwas. Genau. Aber so soll es nicht bleiben. Deshalb werde ich die gesamte Vorderachse erneuern. Und danach wird es ganz anders aussehen. Die Hinterachse sieht ganz anders aus. Hier haben wir mal gerade
gerade mal, dann sieht man vielleicht so, ja, 3 cm Abstand zu den Kotflügeln. Das ist viel zu wenig. Hier werde ich auch die gesamte Achse erneuern. Die weitere Baustelle befindet sich im Innenraum. Hier sieht man eine vergewaltigte Mittelkonsole. Das Radio fehlt. Da werde ich auf jeden Fall ein Bäckerradio mir besorgen. Standheizung funktioniert leider nicht. Ja, das Getriebe läuft noch ganz gut. Da werde ich aber Ölwechsel machen. Fensterheber. Ja. Hier fehlt der Schalter. Der liegt im Kofferraum, ist aber defekt. Und der Schalter für die Spiegelverstellung wurde auch schon ausgebaut, der ist auch defekt. Hier weiter oben die Klimaanlage, die funktioniert auch nicht, muss auch gemacht werden. Und ach genau, die Heizung heizt die ganze Zeit. Da muss ich also auch noch schauen, woran es liegt. Und so an sich der Stoff ist sehr gut erhalten. Wir haben aber eine kleine Schwachstelle, und zwar an dem Fahrersitz. Ja, die linke Sitzwange ist hier schon sehr stark verschlissen. Ja, das wird dann auch noch gemacht. Ansonsten, ach genau, hat auch noch ein Tempomat. Funktioniert natürlich nicht. Kilometer Laufleistung 350.000 Kilometer. Und jetzt noch zum Schluss im Innenraum noch eine Sache, die nicht funktioniert. Das ist das Schiebedach. Das werde ich mir dann auch angucken müssen. Aber so an sich ist das Auto sauber und in meinen Augen eine sehr gute Basis für eine Restauration. Mit vielen kleinen oder etwas größeren Herausforderungen, die jedoch auf jeden Fall machbar sind. So sieht also mein Projektfahrzeug aus. Ich werde alle Arbeitsschritte filmen und dokumentieren und freue mich schon drauf. Dann also bis demnächst.